Hello, hello, hello and a wonderful good morning to you. Hallo, hallo, hallo und einen wundervollen Morgen wünsche ich dir. We are back again continuing with Philippians in the Passion. Wir sind zurück und gehen weiter mit dem Philipperbrief in der Passion. So let's go to verse 3. Gehen wir zu Vers 3. I would like my dear friend and burden bearer to help resolve this issue. Ich möchte, dass mein lieber Freund und Bürdenträger bei der Lösung dieses Problems hilft. It's very interesting how Paul addresses his people that he worked with. Es ist sehr interessant, wie Paulus die Menschen anspricht, mit denen er arbeitet. You know, he keeps referring to them as friends, Er bezeichnet sie immer wieder als Freunde, but he calls him here as a burden bearer. aber hier nennt er ihn einen Lastenträger. I've heard this word so many times in Christian circles, Ich habe dieses Wort schon so oft in christlichen Kreisen gehört, but usually not the way it's supposed to be used. aber in der Regel nicht so, wie es eigentlich verwendet werden sollte. So think about it. Überleg mal. Paul considered his friend as one who is walking with him, serving Jesus together, Paulus betrachtete seinen Freund als jemanden, der mit ihm unterwegs ist und Jesus gemeinsam dient, but they're also bearing the burden together. aber sie tragen auch zusammen die Last. If you really think about it, this is supposed to how Christian life is supposed to always be. Wenn du ernsthaft darüber nachdenkst, sollte das Leben als Christ immer so aussehen. That we learn to carry our own burden and yet at the same time we learn to carry each other's burdens. Wir lernen, unsere eigene Last zu tragen, aber gleichzeitig lernen wir auch die Last des anderen zu tragen. Galatians 6 describes this very clearly. Galater 6 beschreibt es sehr deutlich. There are burdens that you're supposed to carry by yourself. Es gibt Bürden, die du selber tragen musst. It's the everyday life burden that comes to all of us. Es sind die alltäglichen Belastungen, die wir alle tragen müssen. But then there are burdens that are too hard for us to carry, and to bear, and these are the ones we bear for one another. Aber dann gibt es auch Lasten, die für uns zu schwer zu tragen sind, und diese Lasten tragen wir füreinander. So obviously, Paul had a clear understanding that this brother in the Lord was willing to carry burdens. Offensichtlich hatte Paulus ein klares Verständnis, dass dieser Bruder im Herrn bereit war, Lasten zu tragen. Think about this. Überleg mal. How many Christian brothers do you have that are by heart, by choice, burden bearers? Wie viele christliche Geschwister hast du, die von ganzem Herzen und aus freien Stücken Bürdenträger sind? So many Christians, when the burden gets heavy, they run. So viele Christen laufen davon, wenn die Last schwer wird. But it's one of the signs of a true church that we learn to bear one another's burden. Aber ein Merkmal einer wahren Gemeinde ist, wenn wir lernen, die Last des anderen zu tragen. But I have a second question. Ich habe eine zweite Frage. Are you one who is willing to bear the burdens of your brothers and sisters? Bist du jemand, der bereit ist, die Lasten deiner Brüder und Schwestern zu tragen? Think about this. Denk darüber nach. Jesus showed to us servanthood, Jesus hat uns das Dienen gezeigt and he taught us that we have to love, care, and carry the burden of one another. und uns gelehrt, dass wir einander lieben, uns umeinander kümmern und die Last des anderen tragen sollen. So he knew he could trust this friend. Paulus wusste, dass er diesem Freund vertrauen konnte. He was not just giving an order as an apostolic authority saying, hey, do this. Er gab nicht einfach einen Befehl als apostolische Autorität, die sagte, tu dies. But before he asks him for help, he addresses him as who he really was. Doch bevor er ihn um Hilfe bittet, nennt er ihn so, wer er wirklich ist. So look, what is he asking to help? Warum bittet er ihn um Hilfe? To help resolve this issue. Bei der Lösung dieses Problems zu helfen. You know, I've learned something in serving Jesus that's very powerful and yet very sad. Als Diener von Jesus habe ich eine Sache gelernt, die sehr kraftvoll und doch sehr traurig ist. One of the greatest danger is to live with unresolved issues. Eine der größten Gefahren ist es, mit ungelösten Angelegenheiten zu leben. I do not accept this in our ministry. In unserem Dienst akzeptiere ich das nicht. If I see that there are unresolved issue, I'm not just going to continue on doing everything the way we did it. Wenn ich sehe, dass es ungelöste Dinge gibt, werde ich nicht einfach so weitermachen wie bisher. Just last week, we had one of those situations. Erst letzte Woche hatten wir so eine Situation. And I had to somebody who works for us, I said, look, if you don't resolve this, then I have to enter and make sure it's going to get resolved. Zu einem Mitarbeiter musste ich sagen, wenn du das nicht löst, muss ich eingreifen und dafür sorgen, dass das Problem gelöst wird. It was an issue between two employees. Es ging um einen Konflikt zwischen zwei Angestellten. Can you imagine
employees in Christian ministry have issues? Kannst du dir vorstellen, dass Angestellte im christlichen Dienst Differenzen haben? You would think that should not happen. Yes, it happens. Man sollte meinen, dass das nicht passieren sollte. Aber es kommt doch vor. So anyhow, I said to this one of our employees, I said, look, I'm going to give you 5 days. If you haven't resolved it, then I'm going to make sure it's going to get resolved. Ich sagte zu diesem Mitarbeiter, ich gebe dir 5 Tage Zeit. Wenn du das Problem nicht gelöst hast, werde ich dafür sorgen, dass es geregelt wird. So those two talked, they asked for forgiveness, everything was perfectly resolved. Die beiden sprachen miteinander, sie baten um Vergebung. Es war perfekt gelöst. Why do I insist to live life like this? Warum bestehe ich darauf, so zu leben? Well, look, I learned it from Paul. Ich habe es von Paulus gelernt. Paul says, please help to resolve this issue. There were 2 sisters who could not get along with each other and it needed to be resolved. Paulus sagte, bitte hilf mir, dieses Problem zu lösen. Es gab 2 Schwestern, die nicht miteinander auskommen und das musste geklärt werden. Because I've learned to understand the heart, Weil ich gelernt habe, das Herz zu verstehen, here's what I've learned. habe ich Folgendes gelernt. An unresolved issue gets bigger and bigger and bigger in the perception of your heart, not in reality. Ein ungelöstes Problem wird in der Vorstellung deines Herzens, nicht in der Realität, immer größer und größer. So then what happens? Was passiert also? It's a small issue. Ist es ein kleines Problem? Resolve it, walk in peace, bring restoration, everything is fine. So löse es, lebe in Frieden und Wiederherstellung und alles ist bestens. But if you don't resolve it, Aber wenn du es nicht löst, you now have an offended heart, hast du nun ein gekränktes Herz, which is a filter. das ein Filter ist. So everything that other person now does is going to already look distorted. Alles, was die andere Person jetzt tut, wird ohnehin schon verzerrt aussehen. Now, it's already getting worse, sometimes even daily. Jetzt wird es schlimmer, manchmal sogar täglich. And then comes a moment where we cannot resolve things anymore and then things blow up. Und dann kommt der Moment, in dem wir die Dinge nicht mehr lösen können und dann explodiert alles. I don't want that. Das will ich nicht. So I always insist, guys, let's resolve issues. Ich bestehe immer darauf, dass Probleme gelöst werden. That's what we do in the kingdom of God. So machen wir es im Reich Gottes. Tomorrow we'll talk some more about this subject. Morgen werden wir mehr über dieses Thema sprechen.